Okay, wir haben gerade ein Nashorn entdeckt oder unsere Guides haben eins entdeckt und sie meinten, wir gehen mal näher dran. Okay. Herzlich willkommen zu unserem nächsten Video aus Nepal. Wir sind mittlerweile im Chitwan Nationalpark angekommen. Das ist hier der bekannteste Nationalpark in Nepal, um Wildlife zu sehen. Und genauer gesagt sind wir in Sauraha. Das ist der Ort, der hier als Ausgangsort für Touren in den Nationalpark dient. Und wir hatten eine relativ beschwerliche Anreise ab Lumbini. Das hat mit dem Bus, keine Ahnung, fast 10 Stunden gedauert. Aber jetzt haben wir eine schöne Unterkunft hier. Das Hotel Peacock kostet 15 € pro Nacht für ein schönes Doppelzimmer. Und wir sind jetzt schon mal die Straßen hier lang gelaufen. Hier gibt es ganz viele Agencies, die verschiedene Touren anbieten. Und da machen wir uns jetzt einfach mal schlau. See really good and you see the face. So you are right now over here. In the morning it's not so hot, isn't it? 7,850 with your permit. Okay. Walk, jeep, boat. Can I? So if you go by walk, then you might see little bit more. Yeah. Then you can feel as a wildness. Yeah. But if you go by jeep, you cannot hear the sound from the animals, from birds. Then canoe you can decide it. Okay, thank you. Have a nice day. Okay, thank you. Bye bye. Also wir haben uns jetzt mal ein bisschen umgehört und umgeschaut und haben jetzt was gebucht bei Mowgli Eco Adventure Tours. Und ja, Eco hat in dem Namen tatsächlich was zu bedeuten, weil hier gibt es ganz viele Agencies und ich würde mal sagen, keine Ahnung, vielleicht 90% bieten auch Elephant Backriding an. Und wir haben gestern hier schon Elefanten gesehen, die durch die Straße gelaufen sind mit so einem Geschirr oben drauf. Hier auf einer Straße wie dieser mit ganz vielen Baustellen und Tuk-Tuks und Autos und weiß ich nicht allem. Und ja, das ist natürlich etwas, was man auf gar keinen Fall unterstützen sollte. Und dementsprechend sollte man auch keine Agentur nehmen, die halt Elephant Backriding oder auch das Elephant Breeding Center hier groß bewirbt oder wahrnimmt. Von daher haben wir eine genommen, die beiden, die wir ausgesucht hatten, haben sich auch beide dagegen ausgesprochen. Und deswegen haben wir das jetzt halt mit denen gebucht. Und es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Was wir morgen machen, das erzählen wir euch beim Abendessen. Mixed Veg Curry? Probably the Paneer Butter Masala. Also wir haben uns jetzt hier in eines der vielen Restaurants in Sauraha gesetzt und im Prinzip gibt es 3 verschiedene Touren, die man hier durch den Dschungel machen kann. Einmal eine Walking Safari, eine Jeep Safari und eine Kanu Safari. Und das kann man auch alles so in Kombination machen. Also wir starten morgen früh mit einer Walking Safari durch den Dschungel und dann gegen Nachmittag machen wir noch einmal eine Jeep Safari. Und dann haben wir noch die Option für den Tag darauf nochmal eine Kanu Safari zu machen. Das entscheiden wir aber morgen Nachmittag, je nachdem, was wir auf der Walking Safari und der Jeep Safari so gesehen haben. Und ja, lassen Sie uns jetzt mal schmecken und dann geht es morgen um 7 Uhr los. Wir haben gleich 7 Uhr, sind auf dem Weg zur Agency und sind mal gespannt, was wir so für Tiere sehen. Also die Artenvielfalt hier ist groß. Es gibt Nashörner, Elefanten, Krokodile, ganz verschiedene Vogelarten und sogar Tiger. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Tiger sieht, ist wahrscheinlich nicht ganz so hoch. Ich weiß auch nicht, ob ich einen sehen will, zumindest bei der Walking Safari. Das ist ja schon auch ein bisschen scary. Ich bin mir auch unsicher, ob ich darauf hoffe oder ob ich lieber sage, vielleicht nachher dann aus dem Jeep raus, aus sicherer Entfernung oder so. Da sind wir gespannt, wir nehmen es, wie es kommt. Das ist Natur, nie ist irgendwas garantiert, aber wir freuen uns auf jeden Fall. Namaste, good morning. Hello, Mr. Sanjog. Sanjog? Mr. Gautam. Namaste, Nice to meet you. It's called Chitwan National Park, and this park was established in 1973 AD. Okay, wir haben gerade ein Nashorn entdeckt oder unsere Guides haben eins entdeckt und sie meinten, wir gehen mal näher dran. Okay. Und haben jetzt 2 Nashörner gesehen. Ich finde das so krass. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass wir überhaupt einen der großen Tiere hier sehen. Also Walking Safari lohnt sich auf jeden Fall. Das ist im Übrigen Rhino AA. Nicht zu klein. Wir sind hier gerade noch mal stehen geblieben, weil wir ein Knacken gehört haben. Und das ist natürlich irgendwie ein bisschen scary, weil das kann halt jedes Tier sein, ne? Man weiß nicht so genau. Also ich war auf jeden Fall ein bisschen nervös. Dann hat sich herausgestellt, dass es ein Reh war.
Also Aufregung umsonst. Auf der Kamera konnte man es leider nicht sehen, das war sehr gut getarnt. Aber es ist schon was Besonderes, wenn man halt hier einfach zu Fuß unterwegs ist. Bisschen abenteuerlich, aber es ist interessant. Mal gucken, was wir noch so sehen. Falls euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da. Das hilft unserem Kanal immer weiter. Und falls ihr mehr Videos sehen wollt, hier Vlogs aus Nepal oder verschiedene Länderguides, alles rund ums Thema Weltreise, dann freuen wir uns über ein Abo. Und jetzt geht's weiter auf Safari. 1 week ago, Yeah. so he catches big deer. Hier catch a deer. Yeah, and Oh he my just Hier sieht man einfach eine tote Python, die hat ein Reh gefressen, was scheinbar etwas zu groß war, konnte das nicht verdauen und dann ist die Python gestorben. Das sieht abnormal aus. Hier links sieht man noch den Kopf und dann hier halt dieser riesige Bauch. Krass, sowas kennt man eigentlich nur so aus dem Fernsehen oder so, dass Schlangen irgendwie Rehe fressen und jetzt sieht man das einfach hier. Da hinten sehen wir gerade eine große Herde von Rehen. Das sieht richtig cool aus. Ich finde, die sehen so süß aus mit den ganzen weißen Punkten. Und hier wieder mit dem Fernglas kann man sie halt richtig gut sehen. Also da unten steht ein Nashorn. Wir sind super nah dran, deswegen rede ich auch so leise. Okay, also es gab noch eine Begegnung der sehr, sehr besonderen Art. Oh mein Gott. Also wir haben gerade noch ein Nashorn gesehen, richtig, richtig nah, was gefressen hat. Und ja, das war... Die Guides haben, glaube ich, schon wissen, was sie tun, aber das war schon sehr nah. Ja, ich glaube, viel näher kann man nicht dran. Es war so krass, man hat richtig gehört, wie das so gekaut hat, also die Kaugeräusche, wie es abgebissen hat und man hat alles gesehen, jedes Detail, das Horn, die Haut, den Panzer, krass. Oh, das war bisschen aufregend auf jeden Fall, aber krasse Begegnung. Hätte mir nicht gedacht, dass wir da so nah rankommen. Ja. Und ja, Also das war diese ja Tour ist hammercool. Ja, echt cool. Wir ziehen nachher nochmal ein Gesamtfazit und dann ja, laufen wir jetzt zurück, essen was zu Mittag und dann sehen wir uns bei der Jeep Safari wieder. Krass, also auch hier hat es nicht lange gedauert, bis wir tatsächlich das erste Nashorn gesehen haben. Ich dachte eigentlich, wir sehen auf der Jeep Safari keins, weil das Auto relativ laut ist und dadurch die Rhinos direkt verschreckt werden. Aber es war da gewesen und es war ziemlich groß. Also auch der Start war ziemlich vielversprechend. Nächste Nashornbegegnung, ich glaube jetzt Nummer 8. Das hier ist echt relativ nah. Und ja, kannst du gut sehen, das sieht so heftig aus. Wow, das ist krass. Wir sind auf dem Rückweg und haben jetzt gerade einfach nochmal ein Nashorn gesehen, was über den Weg gelaufen ist, also auch richtig nah. Ich glaube, das war Nummer 14. Ich glaube mindestens, ja. Wir haben irgendwann aufgehört zu zählen, also wir haben so unfassbar viele gesehen und sind jetzt gleich zurück und dann ziehen wir mal ein Gesamtfazit von dem ganzen Tag. Wir sind jetzt gerade beim Checkpoint und fahren aus dem Park wieder raus und ja, es war echt krass gewesen. Also heute Morgen haben wir noch nie im Leben ein Nashorn gesehen, außerhalb vom Zoo und jetzt 14. Also ich glaube, das sagt schon alles aus. Und nicht nur Nashörner, sondern ja auch Elefanten und ein Krokodil, Schweine, super viele Rehe, Pfauen, also wir haben echt viel gesehen. Und vor allem denkt man ja bei Nepal gar nicht so krass an Wildlife, sondern an Himalaya und Trekking und so weiter. Auch cool, haben wir ja auch gemacht. Aber so viel Wildlife
in Nepal. Es ist sehr vielfältiges Land auf jeden Fall. Fall. Und das Ganze ist halt auch nicht teuer, muss man dazu sagen. Wir haben 2000 Rupien Eintritt gezahlt für den Nationalpark, 1500 für die Walking Tour und 2000 für die Jeep Tour pro Person. Wir blenden nochmal ein, was das in Euro ist. Und wir würden sagen, im direkten Vergleich war die Walking Tour noch ein bisschen cooler, weil man halt einfach natürlich ein bisschen näher noch dran ist, das alles so ein bisschen noch abenteuerlicher ist und man auch mehr mit den Guides ins Gespräch kommt. Also die haben uns super viel erzählt, das ist jetzt hier während der Jeep Tour nicht so, aber es war trotzdem auch ziemlich cool. Die Ja, vor allem, weil man auch kaum andere Jeeps gesehen hat. Also man war eigentlich die meiste Zeit alleine unterwegs, das haben die ganz gut organisiert hier und es war nie irgendwie überfüllt und so, immer recht ruhig. Also es hat uns echt gut gefallen. Ich denke mal, für den Preis ist das wirklich eine coole Safari-Erfahrung und wenn man mal in Nepal ist, kann man das durchaus mal in Erwägung ziehen, auch hier einen Abstecher hinzumachen. Ja, und falls ihr noch weitere Fragen dazu habt, dann einfach ab damit in die Kommentare oder wir schreiben auch noch einen Blogbeitrag dazu, den findet ihr unter www.betterbeyond.de mit allen Infos zu Anreisen, Unterkünften, Kosten und so weiter und so fort. Da sollten eigentlich keine Fragen offen bleiben und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, weiterhin in Nepal, wahrscheinlich in Bandipur. Macht's gut, ciao, ciao. Bis dann. Schatz, ich mag das nicht. Wenn du mit mein Sarah eben die Population wieder größer werden zu lassen.